Veli, erzähl doch ein bisschen, wer du bist, von wo du kommst und was du eigentlich für eine Idee gehabt hast, wo du gefunden hast, hey, schau, ich mache nicht nur Immobilien, sondern ich mache auch etwas, wo ich die Leute unterstützen kann mit Vision and Goals. Also ich kann nie stehen bleiben, dort wo ich bin. Und es ist lustigerweise eigentlich für mich schon mit etwa 15 klar, dass ich mich irgendwann selbstständig machen will. Es ist jetzt gleich noch ein paar Jahre länger gegangen, aber das spielt keine Rolle. Das heisst, ich habe letztes Jahr die Firma Vision Goals gegründet, war abgeleitet von meinen Initialen. Dann würde ich sagen, können wir gerade starten. Veli, ich freue mich mega fest, dass ich mit dir das Interview machen darf, das wir jetzt jeden Sonntag machen mit den Leuten. Herzlich willkommen. Danke dir vielmals für die Anfrage. Ich habe mich mega gefreut. Finde ich sehr gut. Ich finde es super, was du machst. Das ganze Projekt, das ich bis jetzt gehört habe, finde ich top. Finde ich sehr gut. Danke dir vielmals. Ich erzähle ganz kurz etwas über Allout, für die das dann auf YouTube anschauen. Und dann geht es nicht um mich, sondern es geht um dich. Allout, für die es noch nicht kennen, wir haben eine Plattform aufgebaut für Sport und persönliche Weiterentwicklung. Das heisst, die ganze Woche könnt ihr mit euch Sport machen. Wir haben alles von High Intensity über Yoga, Pilates, Meditation. Und wir haben auch verschiedene Referenten, die bei uns werden auftreten, auch unter der Woche zum Thema Burnout, zum Thema persönliche Weiterentwicklung, visualisieren etc. Wir haben auch ein grosses Corporate-Angebot, wo wir schon die eine oder die andere Firma unterstützen. Auf der einen Seite mit unserem Online-Angebot, auf der anderen Seite aber auch als Go-To-Guy für alles, was Corporate Health und Corporate Branding ist. Und am Sonntag machen wir eben die Interviews. Die Interviews sind mittlerweile total ausgebucht bis Ende Juni. Wir haben alles von Unternehmern bis hin zu Wirtschaftsleuten, wir haben Spitzensportler und wir haben auch junge Frauen wie eben Veli, die einfach gedacht hat, hey, schau, ich mache ein bisschen mehr aus meinem Leben, mache mich selbstständig mit Vision and Goals. Veli, erzähl doch ein bisschen, wer du bist, von wo du kommst und was du eigentlich für eine Idee gehabt hast, wo du gefunden hast, hey, schau, ich mache nicht nur Immobilien, sondern ich mache auch etwas, wo ich die Leute unterstützen kann mit Vision and Goals. Genau. Und zwar, ich bin ursprünglich von der Bank, also ich habe die Lehre auf der Bank gemacht, habe dann nach der Bank dort schon so gemerkt, hey, ich wollte irgendetwas machen, wo mich selber fasziniert, wo ich selber Freude habe am Arbeiten. Habe dann gewechselt in die Immobilienbranche und vor jetzt sind es schon fast über 10 Jahre, ist dann für mich auch klar gewesen, alles, was so mit Thema Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, wollte ich mir einfach persönlich aneignen. Das heisst, ich habe dort schon angefangen, Bücher zu lesen, ich habe Weiterbildungen besucht, ich habe Coaching-Ausbildung gemacht, ich habe diverse Seminare besucht. Und für mich war einfach immer so wichtig, dass man sich irgendwo weiterentwickeln kann. Also ich kann nie stehen bleiben, dort wo ich bin. Und es ist lustigerweise eigentlich für mich schon mit etwa 15 klar, dass ich mich irgendwann selbstständig machen will. Es ist jetzt gleich noch ein paar Jahre länger gegangen, aber das spielt keine Rolle. Das heisst, ich habe letztes Jahr die Firma Vision Goals gegründet. Und zwar abgeleitet von meinen Initialen. Und ich habe irgendetwas, auch da wieder etwas drin hineinnehmen, das vom Thema her Sinn macht. Und das ist in dem Sinn auch der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich will die Leute auf den Next Level bringen. Also ich will, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie das Beste aus ihrem Leben machen. Und das Thema Veränderung ist natürlich ganz wichtig bei dem Ganzen. Das heisst, man muss auch bereit sein, um irgendetwas zu verändern in seinem Leben. Und ja, da bin ich selber auch dran. Ich glaube, das muss man irgendwo auch machen, wenn man weiterkommen im Leben, dass man bereit ist, das Alte loszulassen und dann halt tatsächlich zum auf den Next Level kommen, ist das halt ein wichtiger Schritt dazu. Absolut. Einfach nochmal für alle, die jetzt zuhören oder die dann mal in Zukunft hoffentlich werden zuhören. Es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach Vision and Goals gegründet hast und du machst das einfach, sondern du
du hast einen Fulltime-Job, wenn ich das richtig im Kopf habe, als Marktgebietsverantwortliche in der Immobilienbranche. Genau. Das heisst, es ist alle, die jetzt da draußen sind und sagen, ja, ich studiere noch und ich arbeite ja noch und ich habe keine Zeit, um etwas aufzubauen und ich mache das dann nächstes Jahr, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Also, das funktioniert, oder? Also, ich kenne es ja von mir selber, weil ich ja Allout eigentlich so auch aufgebaut über ein paar Jahre und habe auch Coachings gegeben. Also, und du hast ja auch keinen 0815-Job, das muss man vielleicht auch sagen, sondern du hast wirklich Verantwortung, Entschuldigung. Also, es funktioniert, wenn man sagt, hey, ich habe einen mega eigentlich guten Job, der mir auch gefällt, aber nebenbei möchte ich noch ein bisschen mehr machen. Erzähl ein bisschen, wie das im Moment so ein bisschen funktioniert oder wie das aneinander so ein bisschen vorbeigeht. Genau, also ich glaube, es ist letztendlich wirklich der Punkt, will man das wirklich, was ist die Intention dahinter? Und ich glaube, wenn man weiss, wieso, dann ist man auch bereit, das in Kauf zu nehmen, dass man vielleicht halt einfach weniger Zeit hat für seine Freizeit, für seine Kollegen, dass man auch muss in Kauf nehmen, dass man vielleicht halt einfach weniger schläft als der ganze Rest, die ganzen restlichen 80% von der Bevölkerung. Und das sind eigentlich so ein bisschen die Stichworte. Wenn ich jetzt das, wie soll ich sagen, wenn das etwas wäre von außen her, wo die Leute von mir erwarten, dass ich beides mache oder dass ich mich jetzt voll und ganz auf beides fokussiere und ich aber nicht dahinter stehen, ich glaube, das wäre etwas anderes, als wenn es wirklich von sich selber kommt. Und das ist etwas, mir macht beides extrem Spaß und ich habe das auch schon vorgestern, als wir telefoniert haben, gesagt, wenn mir beides nicht so viel Spaß würde machen, dann würde ich das auch nicht machen. Das ist für mich ganz wichtig, dass man Spaß dabei hat, dass es sich auch nicht nach Arbeit anfühlt. Vor allem auch, und ich habe immer so gedacht, früher, als ich die Leute gehört habe, schwätzen, so in diesen YouTube-Videos, wo sie gesagt haben, ja, es muss sich nach wirklich Spaß anfühlen, wenn du am Arbeiten bist, habe ich immer so gedacht, was schwätzen die? Die sich selber wirklich so in das Gefühl bekommen, hey, das ist tatsächlich auch möglich, wenn man wirklich das macht, was man liebt, dann fühlt es sich auch nicht mehr nach Arbeit an. Aber klar, man muss sich schon bewusst werden, der Verzicht ist irgendwo ein Thema. Es ist auch wichtig, dass man sich ganz klare Zeitpläne macht. Ich arbeite zum Beispiel viel mit To-Do-Lists. Also ich muss mir irgendwie so viele Gedanken, die ich zum Teil im Kopf habe, muss ich mir irgendwo die Struktur reinbringen, dass ich das alles unter einen Hut bringe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hast du da, ja. wenn ich da ganz kurz einhaken kann, wie wir haben das Thema auch letzte Woche schon mit dem anderen gehabt, hast du da irgendein Tool für deine To-Do-List, das du hast? Oder ist das etwas ganz einfach oder schaffst du mit verschiedenen Tools? Ja, ich arbeite eigentlich mit verschiedenen Tools, also zum Teil auch noch recht oldschool-mäßig habe ich meine Agenda, wo ich mir das wirklich von Hand aufschreibe. Und zwar finde ich, es ist für das Hirn fast einfacher, also für mich jetzt zumindest, wenn ich wirklich den Stift kann in die Hand nehmen und das kann niederschreiben. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch alle anderen, also wichtige Termine habe ich natürlich in meinem Handy in die Agenda rein. Das schon auch. Okay. Aber sonst wirklich mache ich mir einen Wochenplan einerseits am Sonntagabend und dann aber auch am Abend vorher, vor jedem Tag, überlege ich mir, gut, was steht da am nächsten Tag, wann will ich was machen. Sehr gut. Jetzt reden wir ein bisschen über das Kernthema, eigentlich über das, was du machst mit Vision Goals. Oder? Jetzt haben wir vorgestern miteinander telefoniert. Da geht es ja vor allem eigentlich um ein Programm, das du hast, über 4 Monate. Oder? Erzähl doch ein bisschen, etwas muss man vielleicht auch sagen, es zieht vor allem auf Frauen, oder man kann eigentlich sagen, nur auf Frauen. Erzähl doch ein bisschen, was die Leute dort erwarten können, was du eigentlich an einer Typografie hast, an der Kundschaft, wie alt sind die etwa, wo stehen die, gibt es gemeinsame Sachen, wo du kannst sagen, hey, jede, die zu mir kommt, hat eigentlich so ein bisschen diese Schwierigkeit und dann, was kann jemand erwarten in diesen 4 Monaten, was passiert da, was bringst du ihnen bei, wie kannst du sie weiterentwickeln und eigentlich so ein bisschen aufs nächste Level aufhieven? Also es ist so, dass ich mich auf Frauen spezialisiert habe zwischen 20 und 30 und da habe ich schon jenste Diskussionen gehabt, auch mit Männern, die das nicht verstehen, wieso ich Männer ausschliessen. Es hat nicht irgendwie persönliche Gründe dazu, sondern ich sage einfach, ich selber bin eine Frau, ich selber habe den ganzen Prozess hinter mir. Ich habe erlebt, wie es ist, wenn man in einem Beruf festhängen tut, wo einem keinen Spass macht, wo man wirklich jeden Morgen das Gefühl hat, oh mein Gott, es scheisst mich an, überhaupt aufzustehen. Wo man
sozusagen nur von Wochenende zu Wochenende lebt oder sich nur auf die nächsten Ferien freut. Und das ist für mich eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, hey, es kann nicht sein, dass wir auf dieser Welt sind, unsere Zeit ist begrenzt. Ich habe in den letzten paar Jahren auch viele Leute verloren, die eigentlich noch nicht so alt sind, dass sie hätten müssen gehen. Aber es ist für mich die Erkenntnis, so wie ein Weckruf, einfach das Beste aus seinem Leben zu machen und nicht einfach vor sich anzutümpeln und das Gefühl haben, ja, irgendwann wird alles besser. Weil solange wir nichts ändern, wird nichts einfach besser. Und darum dann auch das Thema in dem Sinn, deine Berufung zu finden. Was heisst, deine Berufung zu finden? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder von uns seine, ich sage jetzt mal, seine Seelenaufgabe findet, die er hat, die er mitbekommen hat, ja, wo er auf den Planeten gekommen ist. Und das zu finden, ist zum Teil nicht ganz einfach. Es gibt die einen, die finden das schon sehr früh raus, weil sie halt einfach auch auf ihr Bauchgefühl hören. Und es gibt die anderen, die dann halt ja, einfach ein bisschen länger haben, bis sie das herausgefunden haben. Und ich begleite in meinem Programm Frauen, die das noch nicht herausgefunden haben, aber wissen, sie sind in dem Sinne noch nicht an dem Ort, wo sie eigentlich möchten sein. Das heisst, sie sind jetzt in einem Job, der ihnen nicht wirklich Spass macht und sie wissen, sie können eigentlich noch viel mehr aus sich herausholen. Was ich auch oft erlebe bei meinen Kundinnen ist, dass sie halt irgendwelche Geschichten haben, Themen haben, wo halt mit den Eltern im Zusammenhang ist. Das heisst, man hat irgendeine Lehre, eine Ausbildung gemacht, wo dann halt vielleicht eher die Eltern gesagt haben, hey, mach das, weil das ist ein guter Job und du bist dann auf einem guten Weg und so weiter. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man seine Vergangenheit akzeptiert. Aber es ist nachher umso wichtiger, dass man dann halt wirklich sein Leben lebt und das macht, was man auch tatsächlich möchte machen. Und in diesen 4 Monaten schauen wir eigentlich miteinander Persönlichkeitsthemen an. Das ist nicht einfach, ja, ich stelle jetzt ein paar Fragen und mein Gegenüber findet dann heraus, was möchte sie machen, sondern es sind wirklich Themen, zum Teil Geschichten wie Loslassen, Vergangenheit hinter sich lassen, Sachen akzeptieren, die man nicht ändern kann. Sich tatsächlich einfach einmal mit Sachen beschäftigen, was will ich überhaupt, oder? Wir sind eigentlich momentan in einer Welt, wo wir den ganzen Tag von Einflüssen umgeben sind, wo wir auch zulassen, indem wir die ganze Zeit auf Instagram sind, wir sind auf Facebook und so weiter, all die anderen Sachen. Und das sind alles Einflüsse, die in dem Sinne nicht dazu beitragen, dass wir im Endeffekt das machen, was wir wirklich machen wollen. Also wir sind eigentlich vom Aussen gesteuert. Und das schauen wir halt in diesem Programm an. Das geht, wie gesagt, 4 Monate. Und ich werde zum Teil gefragt, ja, aber ist denn das nicht zu lang? Nein, es ist nicht zu lang, weil es ist tatsächlich ein Weg und auch Zeit, die es braucht, um dort anzukommen, wo man möchte ankommen. Natürlich ist es eine Entscheidung, dass man sagt, gut, ich ändere jetzt das und das, aber es braucht doch seine Zeit, bis man zum Beispiel auch gewisse Gewohnheiten kann in sein Leben hineinbringen. Also man sagt in der Regel 21 Tage braucht es, um eine neue Gewohnheit sich aneignen. Ich sage, zum Teil braucht es sogar fast ein bisschen länger. Und sobald man wieder in sein altes Muster hineingeht, ja, das ist so schnell passiert. Oder? Das ist das Gleiche auch mit der gesunden Ernährung, das ist das Gleiche auch mit dem Sport. Oder? Wenn man das nicht regelmäßig macht, dann geht man irgendwann in seine alten Muster rein. Und daraus habe ich auch sehr viel, von dem haben wir es auch kurz gehabt, kann ich sehr viel profitieren vom Bodybuilding, von den Wettkämpfen, die ich gemacht habe. Das heisst, die Disziplin, der Wille und die Ausdauer, die es dort braucht, das ist etwas, was mich ja, wahrscheinlich das ganze Leben wird begleiten, oder? Weil ich einfach so viel daraus generieren und profitieren, was ich jetzt auch für meine Selbstständigkeit und in meinem Alltag brauchen kann. Das ist noch ein mega wichtiger Punkt, den du am Schluss gesagt hast, für die, die jetzt zuhören. Könnt Veli sonst mal anschauen auf Instagram, da sehen dann noch Fotos von ihren Tagen als Bodybuilderin. Also man kann schon sagen, dass du weißt schon, was Disziplin ist, oder? Das kann man vielleicht schon so sagen. Stimmt das so? Ja, ich glaube definitiv. Also die das vielleicht nicht so im Detail kennen, für einen Bodybuilding-Wettkampf muss man sich relativ lang vorbereiten. Das heisst, so die wirkliche Diät geht 4 Monate
Und das ist nicht einfach 4 Monate so ein bisschen, ja, ich esse jetzt mal ein bisschen weniger und mache ein bisschen mehr Sport, sondern wirklich, du stehst am Morgen auf, du gehst auf nüchternen Magen, gehst du eine Stunde lang Cardio machen. Du bist gegen den Schluss wirklich extrem eingeschränkt, was du überhaupt essen kannst. Das sind ein paar wenige Sachen noch. Du verzichtest sehr lange Zeit komplett auf Kohlenhydrate. Vielleicht an dieser Stelle auch, es ist absolut nicht gesund, was ein Bodybuilder mit seinem Körper macht in dieser Zeit. Das möchte ich da auch betonen, weil ich habe viele Frauen gehabt, die gesagt haben, ja, und ich möchte das auch, und ich möchte auch, dass mein Körper so aussieht, ich möchte auch das Sixpack haben und alles. Und ich so, ja, schau, das eine ist, sich die Gewohnheiten anzeigen, dass man tatsächlich mehr Sport macht, dass man gesund oder gesünder ist. Was ich auf keinen Fall niemandem empfehle, ist so eine krasse Hardcore-Diät zu machen, weil das alles ist nur eine Momentaufnahme, oder? Aber nichtsdestotrotz, es hat mich tatsächlich gelernt, einfach einmal durchzubeissen. Und ich weiss noch, als ich dort auf dem Laufband gestanden bin, verschwitzt und einfach nur noch hungrig war, habe ich mir gesagt, okay, viel schlimmer als das, also so wie ich mich jetzt fühle, kann es eigentlich nicht kommen, egal was jetzt noch ist. Und darum ja, also es hat mich geprägt und es hat mich dort angebracht, vor allem mental, wo ich heute bin. Ja, und, da kann ich mir... Entschuldigung. Ja, nein, das ist wirklich das, wo ich am meisten mitnehme, dass die mentale Veränderung, das ist top. Denkst du, ist das auch so ein bisschen das, was du dann deinen Kundinnen kannst mitgeben kannst? So ein bisschen das, hey, schaut, ich habe persönlich auch gerade gestern einen Podcast gelesen zu dem Thema. Also Veränderungen passieren halt nicht in der Komfortzone, sondern Veränderungen passieren halt auch außerhalb von der Komfortzone. Und ist das jetzt etwas, durch all das, was du gemacht hast, oder? Also Bodybuilding und Vollzeitjob und dann etwas aufbauen, wo du sagst, ja, da kann ich wirklich persönlich auch meinen Leuten etwas mitgeben, weil ich das wirklich selber auch erlebt habe. Ja, natürlich. Also ich habe selber ja Coaches und Mentoren gehabt und auch jetzt immer noch. Und ich bin immer zu Menschen gegangen, die mir das auch vorgelebt haben. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als die Leute, die irgendetwas predigen. Aber wenn du schaust, wie sie eigentlich leben, ich rede nicht vom Bild, das sie vielleicht auf Instagram abgeben, sondern so, wie sie tatsächlich leben, das ist dann oft komplett das Gegenteil. Und ich glaube, das muss wirklich dann auch stimmig sein. Dass man wirklich kann sagen, hey, doch, und die Person, die mir das sagt, die lebt das selber auch vor. Und ja, ich finde das mega wichtig, wirklich. Sehr gut. Also, rasch zusammengefasst für Vision Goals, oder? Jetzt hast du das Programm für die Frauen und wir sagen, hey, es geht 4 Monate und kommt zu mir und wir werden einfach schauen, wie wir euch aufs nächste Level können hieven und wirklich so ein bisschen an eure Berufung können schaffen oder herauszufinden, was wollt ihr wirklich im Leben. Genau. Meistens, das sehe ich auch oft bei meinen Kunden, ist es so, dass sie, wenn sie einfach ehrlich zu sich selber sind, sehr oft schon ein bisschen so wissen, hey, in welche Richtung geht. Es ist tatsächlich so, dass wir einfach auch unser Bauchgefühl so ein bisschen, wir haben verlernt, auf das zu hören. Weil eigentlich wären wir mit einem sehr guten Radar ausgestattet, unsere Intuition, die Intuition des Menschen, schafft eigentlich in der Regel sehr, sehr gut. Aber wir haben einfach im Verlauf der Jahre gelernt oder verlernt, auf die zu hören, auf die Intuition. Und das ist auch ein Teil der Arbeit, die wir in diesen 4 Monaten machen, dass wir das Gefühl wieder bekommen, dass wir uns selber auch vertrauen können. Oder? Ja, richtig. Weil wir halt einfach wirklich immer nur in dem Aussen sind und das von dem Aussen wahrnehmen. Genau, ich glaube, wer hat das gesagt? Jay Shetty, dass wir kaufen Sachen, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen, oder? Ja. Und das ist so ein bisschen das, wenn man dann komplett vergessen, wie man auf den eigenen Radar kann hören. Erzähl mal, was ist so für dich bis jetzt, oder? Wenn du das aufgebaut hast mit Vision Goals, auch im Zusammenhang mit dem Job und mit dem Time Management etc. Was ist für dich bis jetzt so ein bisschen deine grösste Herausforderung gewesen? Ist es gewesen, dir zu überlegen, hey, will ich das überhaupt machen oder nicht? Habe ich überhaupt Zeit? Komme ich überhaupt an Kunden? Und hat es vielleicht einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, an einem Sonntagabend, hey, Veli, was mache ich da eigentlich? Wieso mache ich das? Also das ist eine gute Frage. Ich glaube, die grösste Herausforderung ist tatsächlich das Time-Management. Ich sage jetzt mal, es ist eine Sache vom Organisieren. Es hat nie den Moment gegeben, wo ich
gedacht habe, hey, jetzt bist du komplett irgendwie am Übergehen oder wieso machst du das überhaupt? Nein, weil ich glaube, wenn man tatsächlich weiss, wieso man es macht, dann stellt man das auch nicht plötzlich in Frage. Dass man irgendwo an seine Grenzen kommt und das Gefühl hat, hey, okay, es wird langsam tatsächlich ein bisschen zu viel, das natürlich schon, das gehört irgendwo dazu. Und ich musste auch lernen, ich bin jemand, der immer Vollgas gibt und immer voller Energie und Power und ich könnte grundsätzlich bis morgen um 3 an so Sachen, also an meinem Projekt arbeiten. Aber ich musste auch dort lernen, dass Pausen genauso wichtig sind und auch da wieder die Verknüpfung eigentlich zum Sport. Dass man halt tatsächlich nicht immer nur 100% und Vollgas geben kann, sondern dass man auf der anderen Seite seinem Körper und auch seinem Geist auch muss die Ruhe geben. Also die Pausen bewusst einbauen, das Recovery, das braucht es. Und ich sage, das braucht es vor allem auch für den Kopf, weil wir haben pro Tag 60.000 bis 70.000 Gedanken und wenn man die nicht im Griff hat und die nicht kann kontrollieren und die nicht richtig steuern kann, dann kann es sehr schnell mal in eine falsche Richtung gehen. Oder? Also wenn man zum Beispiel auch, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, mit welchen Leuten ist man umgeben. Wenn man immer nur mit Leuten umgeben ist, wo negativ und schlecht über andere reden, dann, ohne dass man das wirklich will, man nimmt das auf und wird selber auch so. Und darum habe ich auch angefangen mit Meditieren. Ich glaube, du machst das auch, gell? Richtig, ja. Und das ist wirklich ein mega cooles Tool, das ich jetzt angefangen habe, auf meiner Plattform öffentlich zu machen. Dass ich 3-mal in der Woche am Morgen am 7 so eine Session mache, 20 Minuten Meditation. Und eigentlich so in den Tag zu starten mit den richtigen Gedanken, mit dem richtigen Mindset, das hilft enorm, um das Ganze im Griff zu haben. Hast du da irgendeine Technik für Meditation oder benutzt du da eine App oder wie machst du das? Nein, also ich habe mir so Apps mal runtergeladen, aber ich habe irgendwann einfach angefangen, selber für mich den richtigen Weg zu finden. Ich weiß nicht, ob dir der Name Dr. Joe Dispenza etwas sagt. Ja. Momentan mache ich viele Meditationen von ihm, weil er das einfach sehr gut überbringt. Ich habe jetzt einen Kurs von ihm gebucht. Auch da geht es natürlich um das ganze Mindset. Es ist extrem interessant. Und wenn ich mir überlege, wie wenig wir eigentlich von unserem Potenzial nutzen, dann ist das schon für mich sehr, sehr wichtig und auch sehr interessant, um herauszufinden, wie können wir unser Bewusstsein halt auch erweitern und vor allem, wie kommen wir in das Thema von unserem Unterbewusstsein. Weil wir leben eigentlich den ganzen Tag nur in unserem Bewusstsein und schöpfen von dem, was wir bereits wissen. Und den Shift zu machen, und das machst du eigentlich hauptsächlich über Meditationen, dass du halt zu deinem Unterbewusstsein kommst, das ist extremst interessant. Und auch da, alles das, was ich jetzt von ihm lerne, kann ich natürlich auch weitergeben an meine Kundinnen. Ja, finde ich extrem spannend. Ich habe gerade gestern einen Podcast von ihm gelesen, wo er auch sagt, 75% von dem, 95% von dem, was passiert, ist alles im Unterbewusstsein. Ja. Und darum musst du lernen, wie du das Unterbewusstsein steuerst. Mega interessant, können wir dann später noch darüber reden. Das, was du angesprochen hast, das ist auch wichtig, weil das haben wir bis jetzt in den letzten 2 Interviews nicht angesprochen, oder? Die Leute, mit denen du dich umgehst, oder? Also, man wird ja zum Durchschnitt von den 5 Leuten, die man um sich herum hat, oder? Ja. Das ist schon auch ein massiver Punkt, oder? Wo du einfach sagst, auch wenn ich vielleicht Freunde habe oder Kollegen, die ich kenne seit der Schulzeit, vielleicht muss ich mich nicht unbedingt von denen trennen, in dem Sinn, aber einfach noch andere Leute dazu gewinnen in meinem Umfeld, die mich einfach auch unterstützen und die mich so ein bisschen ins nächste Level aufbringen, oder? Siehst du das auch so? Also ich finde es mega gut, sprichst du das an, weil es ist ein extrem wichtiger Punkt und ich habe selber mit dem in den letzten paar Jahren auch ziemlich zu kämpfen gehabt, kann ich an dieser Stelle sagen, weil es gibt die Momente und die Situationen, wo du tatsächlich Leute musst gehen lassen. Und nicht, weil das irgendwie im Streit auseinander ist, sondern einfach, weil du nicht mehr auf der gleichen Ebene bist wie die Person. Und natürlich gibt es dann die sagen, hey, cool, ich finde es mega, was du machst, wie du dich weiterentwickelst. Und es gibt aber auch die haben null Verständnis für das. Ja, richtig. Und das sieht man zum Beispiel auch, wenn die eine Person sich davon weiterentwickelt und die andere Person bleibt stehen.
das wird auf Dauer wahrscheinlich ziemlich sicher nicht mehr funktionieren, oder? Weil es ist so wichtig, wie das Mindset ist und wie das auch zusammenpasst. Und ich habe das wirklich auch müssen lernen, dass ich einfach Leute darf gehen lassen, wie es einfach nicht mehr passen tut, wie es nicht mehr stimmig ist. Das heisst nicht, dass man jetzt komplett muss irgendwo seine Kollegenliste aussortieren und mit niemandem mehr Kontakt haben. Aber ich merke das selber auch, sobald du dich mit anderen Themen beschäftigen tust, dann kommst du automatisch in ein neues Umfeld rein, du lernst neue Leute kennen und zum Teil merkst du auch, hey, ich will das Alte gar nicht mehr. Das Lästern über andere Personen, sich beklagen, und seien wir ehrlich, die meisten der Leute, die sind in dieser Opferrolle drin. Die sehen sich selber als Opfer der Gesellschaft, das ist leider so. Und man ist auch sehr schnell in diesem Modus inne. Weil es ist sehr viel einfacher, sich über Sachen zu beklagen, als dass man bei sich selber anfangen tut und vielleicht mal etwas ändert. Ja, absolut. Bin ich voll deiner Meinung. Wir sind schon fast am Schluss. Ich habe noch zwei Sachen. Eine Frage habe ich, respektive etwas, was ich rasch ansprechen möchte. Wir haben das nicht besprochen am Freitag und das ist mir gestern in den Sinn gekommen. Du hast, glaube ich, seit ein paar Monaten ein neues Auto. Und so viel ich weiß, hast du dir das Auto so ein bisschen immer so vorgestellt. Also jetzt zum Thema Visualisieren, oder? Kannst du mal die Story erzählen? Weil ich mache das auch, ich halte sehr, sehr viel von Visualisieren und darum visualisiere ich auch immer die Interviews und wie der Ablauf wird sein von den Interviews. Erzähl mal die Story, weil ich finde das mega spannend. Hey, Hammer. Also die Frage ist wirklich der Hammer und ich könnte jetzt eigentlich eine Stunde lang über das Visualisieren erzählen. Vielleicht schnell zum Einstieg. Was ich in meinen Meditationen mache, wo ich in meiner Gruppe auf meiner Facebook-Seite mache, ist tatsächlich, es geht dort ums Visualisieren. Weil viele haben ja das Problem beim Meditieren, dass sie ihre Gedanken nicht loslassen können und sich nicht auf den jetzigen Moment fokussieren. Es ist ja meistens so, dass eine Person entweder in der Vergangenheit lebt oder sich schon viel zu viel Sorgen macht um die Zukunft. Und das im eigentlichen Hier und Jetzt leben, das gelingt den meisten tatsächlich sehr selten. Und beim Visualisieren, ich mache das übrigens seit über 10 Jahren, also wie du jetzt beschrieben hast, ich stelle mir immer vor, was möchte ich in meinem Leben haben, wie sieht das aus und was da noch, und das habe ich am Anfang eben auch nicht ganz nicht wirklich können greifen, ist, du musst das dir auch schon vorstellen, wie sich das anfühlt. Also das heisst, du musst deine Gefühle musst du dort anbringen, als ob du das bereits in deinem Leben hättest. Und wenn ich mir jetzt so überlege, ich habe mir eigentlich alles das, was ich mir in den letzten 10 Jahren geschaffen habe, habe ich mir über Visualisieren kreiert. Das heisst, ich bin angegangen, ich bin auch jemand, der eben sehr viel mit Ziel arbeiten tut. Ich überlege mir, was will ich erreichen. Ich schreibe mir die Ziele auf, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das wirklich auch notieren tut. Und dass man dann angeht und sagt, gut, wie möchte ich es haben? Wie soll es aussehen? Zum Beispiel eine neue Wohnung oder wie du jetzt gesagt hast, ein neues Auto. Das neue Auto habe ich schon ein bisschen länger, seit letzten Juli, by the way, das spielt aber keine Rolle. Ich habe dort anfangs 19, also ich mache immer Ende Jahr, überlege ich mir, gut, was sind meine Hauptziele für das neue Jahr? Und ich mache mir dann eine Collage, das heisst, ich tue mir das Ganze wirklich mit Bildern visualisieren und tue das an eine Pinnwand und schaue das mindestens 2-mal am Tag an. Ja. Und lustigerweise, als ich das Auto holen, ist mir das zuerst gar nicht aufgefallen, dass auf meiner Collage praktisch das gleiche Auto drauf ist. Und ich habe eigentlich das Auto, das ich gekauft habe ich so gar nicht auf dem Plan gehabt. Also bei mir ist es immer so, ich weiss immer sehr schnell, was ich will. Und das war bei dem Auto auch so gewesen. Und als ich heimgekommen bin und die Collage so angeschaut habe, habe ich so gemerkt, hey, wow, okay. Das Auto, das in deiner Garage steht, sieht eigentlich 1:1 praktisch so aus. Es ist zwar eine andere Marke, aber von der Form her sehr, sehr ähnlich wie das Auto, das du auf deiner Garage hast. Das heisst, es geht in dem Sinne nicht darum, dass du jetzt immer genau steuern kannst, wenn das oder der Wunsch wirklich in dein Leben kommt. Ja, also wenn es wirklich eintrifft. Aber du musst wirklich auch für die Möglichkeiten und die Wege offen sein, wo dir eigentlich das Universum bietet, dass es überhaupt manifestiert werden kann. Absolut, finde ich.
Mega cool. Also Visualisieren ist eines meiner Top-Tools, die ich wirklich auch nur jedem empfehlen kann. Finde ich wirklich mega cool, dass wir das noch rasch ansprechen können, weil ich sehe das wirklich genau gleich und man sagt ja auch, your action follow your focus. Also dort, wo du dich darauf fokussieren, dort wird auch deine Actions können dann auch wirklich der Weg und wie gesagt, man kann sich alles visualisieren, vom Familienleben über etwas Monetäres oder Materialistisches, über sein eigenes Glück, über einen Job etc. Also das finde ich mega spannend. Wie gesagt, ich glaube, da kann man stundenlang darüber diskutieren, über so Visionen, aber jetzt sind wir eigentlich schon fast am Schluss. Die Frage, die ich immer stelle, Allout, bei Allout geht es ja um Unleash Your Full Potential. Jetzt, Feli, ich glaube, du bist schon als junge Dame ein Stück weit gekommen mit dem, was du machst, in deinem Job, aber wie auch mit Vision and Goals. Jetzt, was würdest du sagen, wo hast du noch Potenzial? Wo, going forward, wo ist die Feli in 5 oder 10 Jahren? Wo kannst du noch etwas rausholen? Oh, ich glaube, ich kann noch ganz viel rausholen, also auch mit Vision Goals. Das ist das ist tatsächlich erst in den Anfang. Ich habe da Visionen von etwas ganz Grossem. Ich möchte eigentlich eine Art Schule machen, wo man auch verschiedene Themen, verschiedene Leute zusammenbringt, wo es natürlich einerseits um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, aber trotzdem so ein bisschen das Ganzheitliche. Also es geht um das Thema Gesundheit, es geht um das Thema Finanzen, wirklich so die ganze Palette. Und ich habe auch dazu mein Säulenhaus, mein Lebenshaus kreiert, wo all die 5 Themen abgedeckt sind. Das ist auch Bestandteil von meinem Kurs. Aber das ist etwas, was ich möchte kreieren in Form von wirklich, wir haben eine Plattform mit mehreren Trainern, mit mehreren Kursen, wo wirklich so das Ganzheitliche abgedeckt wird. Ich weiss, bei dir geht es so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, das, was ich bis jetzt gehört habe. Ich möchte zum Beispiel auch eine Foundation gründen. Das ist bei mir auch ein Thema, das ich unbedingt möchte umsetzen in den nächsten paar Jahren. Wenn wir jetzt wegkommen vom nur Geschäftlichen, natürlich geht es auch um persönliche Themen. Also auch ich möchte irgendeine Familie gründen. Das heisst, ich bin nicht nur also wirklich von morgen bis am Abend nur am Arbeiten, sondern es geht auch um persönliche Sachen, dass man sein Leben irgendwo lebt. Dass man irgendwo etwas von der Welt sieht, sofern das wieder möglich ist, sobald die aktuelle Situation ein bisschen nachgelassen hat. Also es sind tatsächlich noch ganz viele Sachen. Und ich habe letztens eine Story gemacht auf Instagram, wo ich mir selber, und das ist tatsächlich nach unserem Telefongespräch gewesen, es geht in dem Sinn nicht darum, dass man seine Ziele klein halten tut, sondern je größere Ziele, als man sich selber steckt, umso grösser ist auch die Motivation dahinter. Ich kann vor allem von mir selber schwätzen, aber ich glaube, das gilt auch für die meisten anderen. Ich bin immer dann im Leben angestanden, wenn ich nicht gewusst habe, wie es weitergeht. Wenn ich mir selber zu wenig Ziel gesteckt habe, wenn ich selber nicht das grosse Bild vor meinen Augen hatte. Und ich glaube, das ist für mich persönlich ganz wichtig, dass ich selber mir nicht das kleine Ziel stecke, sondern halt wirklich gross denken. Das dürfen wir alle gross denken. Absolut. Der Andreas Dudas, der kommt, glaube ich, in 2 Wochen an ins Interview mit ihm. Der hat mal etwas gesagt, Kleindenken kostet genau gleich viel wie Grossdenken. Also von dem her denken wir gross. Feli, erzähl den Leuten, wo sie dich finden. Hast du eine Homepage, Instagram, Facebook, wenn die Leute dich interessant finden, wenn sie Interesse haben, das 4-Monats-Training machen, wo kann man dich finden? Ich sage am einfachsten sicher über Instagram. Dort findet man mich unter velinka.galic. Dort ist dann auch der Link drauf zu meiner Landingpage, wo alles weitere beschrieben wird zum Programm. Man kann sich dort zuerst einmal das kostenlose Training, 3-Tages-Training abladen und anschauen. Und alle weiteren Informationen gibt es dann per Mail. Ich bin auch auf Facebook überall mit dem gleichen Namen, aber ich sage, am meisten bin ich schon aktiv auf Instagram. Also dort kommt man in der Regel relativ schnell eine Antwort. Perfekt. Also ihr habt es gehört, sie antwortet auch, wenn man ihr schreibt. Das finde ich sehr sympathisch. Falls es ihr noch nicht wisst, wir arbeiten jeden Sonntag mit einer Charity-Organisation zusammen. Die heißt Summits for Hope, gegründet von Gilbert Fisch, der mittlerweile ein guter Freund von mir ist.
Wir sammeln jeden Sonntag Geld für die Charity-Organisation. Das heißt, wenn euch der Inhalt gefallen hat, wenn ihr gefunden habt, hey, ich kann jetzt so etwas mitnehmen, könnt bitte auf unsere Homepage allout.ch, dann könnt ihr dort auf Live und dann seht ihr ganz genau, wie ihr könnt spenden, entweder über Twint oder über PayPal. Könnt das auch gerne direkt über die Summits for Hope Homepage machen, seht ihr auch bei unseren Partnern auf der Homepage. Veli, das war es gewesen. Danke dir viel mal. Habe ich mega cool gefunden. Massiv gute Inputs, alles, was wir gesagt haben. Ich glaube, wir haben wirklich vieles können anschneiden heute. Und danke dir 1000, dass du das für uns gemacht hast heute Morgen. Danke dir vielmals und mach weiter so. Ich finde es mega cool, deine Vision und was du bis jetzt alles gemacht hast. Top. Go for it. Super. Danke dir viel mal. Allen, die jetzt zugelassen haben, ganz einen schönen Sonntag. Veli, bleibst du noch rasch bei mir. Und allen anderen viel Spaß, genießt das Wetter und keep going. Ciao zusammen. Tschüss zusammen, schön, dass ihr da gewesen.